Hallo, mein Name ist Ingo Suchanek, ich bin Sachverständiger seit 23 Jahren. Hallo, mein Name ist Simon Suchanek, ich bin Architekturstudent. Um einen Wohnraum zu schaffen, einen Lebensraum zu schaffen für einen ganz individuellen Menschen, hier in diesem Fall, der dieses Haus mit weiterplant, baut und umsetzt. So funktionieren die fruchtbarsten Termine. Ja, jetzt haben wir ganz viel über das Haus gesprochen. Dann würde ich sagen, schauen wir es uns doch mal an. Ja. Und gehen wir durchs Werk. Ja, hier haben wir den Bereich vom... Hier ist der Bereich des Büros oder der Arbeitsfläche. Das ist das neue Arbeitszimmer, was man ja ganz gut auch an den Bodentanks erkennen kann. An den Vorbereitungen an der Wand. Elektro ist hier auf jeden Fall auch groß geschrieben, beziehungsweise die Möglichkeiten sind groß. Das war ganz wichtig, dass man hier auch einen großen Bildschirm an die Wand hängen kann. Deswegen wurde schon hier unten drunter nochmal extra Holz verbaut, dass auf jeden Fall auch eine Verdübelung gut funktionieren kann. Die Dinge wurden alle schon exakt geplant, also Dinge, die man jetzt gerade nicht mehr genau sehen kann, wurden halt alle schon absolviert. Und die Bodentanks zeigen auf jeden Fall auch nochmal ganz gut die Möglichkeit, wenn man hier sitzt, nach außen gucken kann, im grünen Bereich, dass man sich gut einstöpseln kann, dass man Strom auf jeden Fall hat und dass man eigentlich total viele Möglichkeiten hat, hier zu arbeiten. Ja, und wir haben natürlich auch bei der Planung darauf geachtet, dass die bodentiefen Fenster maximiert bis nach unten runtergehen, dass man wirklich, wenn man hier auf seinem Arbeitsplatz den Platz bezogen hat, eine angenehme Aussicht hat, eine angenehme Belichtung hat, alle Variationen der Aufhängung hat, dass es spiegelfrei ist. Wir haben eine Klimatisierung in den Raum eingeplant. Das alles, was während der Bauphase zum Teil gewachsen ist, neu dazugekommen ist und das Gebäude tatsächlich besonders macht. Ja, dann gehen wir in den fließenden Übergang vom Arbeitsbereich rüber in den Fitnessbereich. Der Fitnessbereich ist auch natürlich, wie wir eben schon gesagt haben, etwas spezieller dargestellt worden und sehr auf den Bauherrn individuell angepasst worden. Ja. Genau, dazu schon direkt in der Planung war es natürlich vorher wie bei dem ganzen Haus. Es gab vorher schon mal Möbel, die also das heißt, das Möbel wurde, der Raum wurde um das Möbel herumgebaut. Somit war jetzt hier bei der Planungsphase des Fitnessraums wichtig, man hat gewisse Sportgeräte, die gewisse Dimensionen haben. Somit hat man geguckt, dass ein Laufband, ein Fahrrad nebeneinander aufgestellt werden kann, dass man einfach den Platz hat. Man hat ebenfalls auch viele Möglichkeiten, hier auch ein Zirkeltraining zu machen. Man hat viele Belichtungsmöglichkeiten. Fenster sind auf der Brüstungshöhe. Die Aussichten ebenfalls an die Freiflächen wurden genau überlegt. Ebenfalls auch Fenster, die halt eventuell auch was höher sein können, dass man zumachen kann, aber trotzdem noch Licht von oben bekommen kann, wie jetzt hier bei dem Fenster. Also individuell haben wir hier gerade bei dem Objekt die Besonderheit, dass wir hier ganz verdeckt unter dem Parkett einen Aufzugsschacht vorbereitet haben, falls jemand schwer erkrankt, wie auch immer, die Möglichkeit besteht der Barrierefreiheit, trotzdem wir Barrieren haben, dass wir hier ohne weiteres die erkrankte Person nach oben transportieren können und in diesen multifunktionellen Bereich nochmal zur Pflege tatsächlich bringen. Ja, dann kommen wir jetzt weiter in den Flur. Der Flurbereich war ein wesentlicher Aspekt, also auch des Reinkommens, der Lichtdurchflutung, wie man schön sehen kann, kommt Licht von außen rein, es strömt nach unten und es ist alles sehr schön auch natürlich im Holz gehalten, dass es auch ein fließender Übergang ist von dem Parkett raus auf den Bambus. Und ja, dann gehen wir mal runter und vielleicht kann man von unten auch noch mal ganz gut sehen, wie hell es tatsächlich dann ist. Ja, im unteren Bereich schauen wir uns den Wohnbereich nochmal an. Hier haben wir auch die Besonderheit, dass im Bereich der Planung schon bedacht werden musste, dass ja, wir einen sehr musikalischen Bauherrn haben, dass hier, wo gerade der Teppich platziert ist, auch zukünftig der Flügel hinkommen soll, also Steinway Room. Der Bereich soll sehr stark lichtdurchflutet sein, dass wir ausreichend Belichtung haben, aber ausreichend Raumgröße für die Akustik haben, aber dennoch ausreichend Rückzugsort tatsächlich gewährleisten können. Mit der Planung, dass ausreichend Steckdosen, Schalter, Internet, TV und ganz wichtig, eine wunderschöne zukünftige Terrasse nach außen angelegt wird. Die natürlich noch nicht ganz fertig ist. Ja. Genau, die noch ihre Fertigstellung sucht und wir in den grünen Bereich tatsächlich weitergehen können. Apropos grüner Bereich.
sollten wir doch einfach mal ins Badezimmer gehen. Der relativ grün gehalten ist, mit ja, einer schönen Fliese. Es ist auch sehr hell, wenn man möchte, aber trotzdem sehr uneinsichtig und wie man ganz gut eigentlich erkennen kann, von grün in grün nach draußen. Also es war traumhaft. Ja, wir haben halt ein ganz besonderes Badezimmer. Wir haben ein Badezimmer mit einem Fenster, wir haben ein Badezimmer mit einer Belüftungsmöglichkeit und wir haben moderne, interessante, sehr innovative Technik, die wenig auffällt. Wir haben eine Belüftung oder Entlüftung des Toilettenbereiches auch direkt mit eingebaut. Eine wunderbar schöne große Dusche, die natürlich auch schwellenlos ausgeführt ist, sodass man angenehm auch als Gast hier in diesen Räumen. Ja, oder auch mit einem Rollstuhl auch reinfahren. Genau. Theoretisch. Genau. Ja, dann gehen wir nochmal direkt von hier aus Richtung Flur und schauen uns die Lichtdurchflutung an, die von oben natürlich wunderbar hier runterkommt. Die Treppe eigentlich auch als ein kleines Highlight, weil es einfach eine offene Treppe ist. Also es kommt auch natürlich gut hier Licht durch, es ist ganz schön, man sieht das Holz wieder und das Design geht so ein bisschen durch. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu einem Raum, der noch wenig interessant ist. Das ist gut, dass du darüber gehst, weil ich gehe jetzt mal alleine hier rein, damit der Raum nicht zu sehr gefüllt wird. Ja, wofür ist der Raum tatsächlich da? Erstmal als Abstellraum, als Putzmittelraum, aber hier oben drüber ist unser Fitnessbereich und somit unser zukünftiger Aufzugsbereich. Alles schon in der Planung tatsächlich mit bedacht. Ja, und was wäre so ein Haus tatsächlich? Wir reden viel über Technik, ohne Technikzentrale. Der Anspruch, nachdem wir ja so schöne, wunderbare Wohnflächen gesehen haben, ist natürlich auch an eine Technikzentrale sehr, sehr hoch. Und hier kann man ja wunderbar sehen, wie wunderbar man Technik auch verpacken kann. Ja. Wie exklusiv, wie hochwertig, wie gepflegt Technik aussehen kann. Wir reden hier tatsächlich über Technik, die über eine App zu steuern ist. Wir reden hier über hochmoderne Technik. Die Rollladen laufen über eine App, die Heizungsanlage läuft über eine App. Also das, was wir heute standardisiert haben. Die Alarmanlage läuft hier tatsächlich über eine App. So, deswegen ist der Anspruch natürlich an diesen Raum sehr, sehr groß. Ja, und eingangs haben wir mal darüber gesprochen, wo gab es denn Probleme, wo gab es Punkte? Und wenn man in so einen Raum reinkommt, denkt man ursprünglich, das ist ein Technikraum, aber trotzdem, nachdem ich die ganze Wohnfläche gesehen habe, muss der Technikraum einem ganz, ganz anderen Anspruch entsprechen. Und da haben wir die Besonderheit gehabt, dass wir in Loth einfach ein offenes Ohr gefunden haben, gesagt haben, meine Güte, wir müssen das doch ein bisschen schöner gestalten. Und da war es also gar kein Problem, dass man wunderbare Blechverkleidungen für Leitungsdurchführungen, die unter dem Estrich hervorscheinen, versteckte Kabel überall. Genau, dass die wunderbar verdeckt worden sind, dass wir das ganze Stromwandelgedöns, was wir hier haben, sauber in eine Kiste gepackt haben, alles über Kabelkanäle verdeckt haben, sodass wir eine überaus gepflegte, staubfreie, saubere Montage auch in einem Haustechnikraum haben, wo wir ausreichend viel Platz haben, um Waschmaschinen, Trockner und andere Gerätschaften unterzubringen. Genau. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal vom Wohnzimmer und Musikraum in den Außenbereich, der hier direkt dran liegt. Müssen natürlich jetzt einmal noch hier runterspringen. Es ist noch nicht alles ganz fertig. Deswegen danke. Geht's jetzt hier raus. Auf jeden Fall hier ganz, ganz toll auch nochmal zu sehen, dass man das Holz, die schönen Verkleidungen, die Alufenster hat. Es ist im Erdgeschoss auch mit einer ja, an einer Fläche über dem Kopf. Man ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie direkt im Freien und man kann hier auch ungestört im Regen mal sitzen, hat einfach seine Möglichkeiten und ja. Ja, wir haben Schutz vor mechanischen Beschädigungen über die Abdichtung gebaut, alles Farbe Ton in Ton, so dass es nachher, wenn der Pflasterer hier gearbeitet hat, alles dementsprechend ordentlich und vernünftig aussieht. Wir haben Außenbeleuchtungen vorbereitet, die nachher unterm Pflaster durchgelegt werden. Wir haben mit Absicht große Dachüberstände gemacht, dass wir wettergeschützt sind, ein bisschen Sonnenschutz auch gleichzeitig haben. Dort hinten ist der Übergang zur Garage noch gefunden worden. So, und ich denke mal, in 3-4 Wochen sieht es hier schon ganz anders aus. Ja. Dann wird die Fläche schon gepflastert sein, ist dementsprechend auf den Weg gebracht werden. Ja, hier drüben haben wir noch ein bisschen, auch noch mal so einen kleinen Terrassenausläufer. Hier gibt es einen kleinen Weg nachher rüber. Und abschließend, ja, zu unserem Haustechnikraum, wo wir eben drüber gesprochen haben, haben wir hier hinten in der Ecke die Technik passend untergebracht. Die Luftwärmepumpen sind hier untergebracht, schön ein bisschen versteckt.
in der Nische. Die einem dann auch quasi von innen auch gar nicht selber auffallen. Genau. Und hier ist der Übergang wieder zum Haustechnikraum, also kurze Wege, wenn nachher eine Revision oder eine Reparatur stattfinden sollte. So sieht das Schätzchen dann tatsächlich auch von draußen aus. Mit schönen Dachüberständen, die durchgehend sind, die sich eigentlich überall wiederfinden. Es hat so ein paar kleine Bauhausstil Details dabei, also Ideen auch, die dann dadurch auch so reingekommen sind. Und paar kleine versteckte Beleuchtungskörper und so, dass man sich immer schön hell machen kann. Man kann sich immer anpassen. Eben. Genau. Zu guter Letzt einfach die Farbwahl. Es sind überall pulverbeschichtete Aluminiumfenster verarbeitet worden. Das kann man sehr, sehr schön erkennen. Parallel dazu ist die Regenrinne in annähernd gleichen Farbtönen geschaffen worden, sodass man alles Ton in Ton in einer wunderbaren Architektur, so wie es am Ursprung, Genau. wieder zum Anfang, auch So wie es am Ursprung war. genau geplant war und gemacht werden sollte. So wurde es dann natürlich schön von Lothhaus auch umgesetzt. Ja, es wurde in diesem regen Austausch natürlich echt an alles gedacht und jetzt ist es echt cool zu sehen, wie es am Ende jetzt wirklich wirkt und wie der Lichteinschein kommt, wie alles jetzt gerade dann doch irgendwie funktioniert. So eine richtig schöne Symbiose. Genau. Ja, dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Loth, an diese wunderbare Umsetzung. Ja. Es hat ja viel Spaß gemacht, also einmal dem Simon Suchanek, mir natürlich auch, das alles begleiten zu dürfen. Im Namen des Bauherrn möchte ich mich auch nochmal bedanken für diese wunderbare, traumhafte Bauleistung und ja, ein wunderbares Projekt, was Das für Vertrauen viele, genau, das Vertrauen, was für viele, viele Jahre ein wunderbarer Wohnraum werden wird. Danke dafür. Ja, danke.